Ich freue mich, wenn jeder offen seine Meinung sagt. Es kommt dann auch ein Gespräch zustande. Und das ist doch wichtig, dass das Zwischenmenschliche, dass man einen sozialen Kontakt hat. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute Abend auch hier sein darf. Und ist mir eine große Ehre. Danke. MashaAllah. Ich würde auch gerne Frau Stadtwert dann darum bitten, ein paar Worte zu sagen, inshallah. Gott zum Gruß und guten Abend, Herr Effendi. Ich bin natürlich wieder sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Schließe mich natürlich und selbstverständlich auch frohen Herzens den Worten von Fürst Alexander von Bismarck an. Eine Ehre zu sein, hier zu sein, zusammenleben zu dürfen, Gedankenaustausch machen zu dürfen. Und ich denke ganz sicher, dass wir drei uns freuen, dass wir das erste Mal einen russischen Freund und Kameraden hier bei uns haben, weil uns das erinnert an den 24. Februar diesen Jahres, als wir zum Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung, auch in schwierigen Zeiten, an dem Panzer, der vor der russischen Botschaft stand, wenn man sich vorstellt, dass wir als Regierungssitz und Hauptstadt es zulassen, dass vor einer Botschaft, die wir zu behüten und zu beschützen haben, ein Panzer hingestellt wird, da bleibt mir heute noch bei allem gütigsten Respekt die Spucke weg. Panzerdenkmal mit dem Kanonenbau auf die russische Botschaft sind hier, weil wir uns Frieden wünschen, weil wir uns wünschen, dass statt Waffen Menschen miteinander sprechen. Wir stehen hier jetzt vor einem Panzer, einer Waffe, die wir verhindern wollen in der Zukunft. Mit Blumen in der Hand und friedlich und verlangen von der Regierung, dass sie auch sich einsetzt zu Friedensgesprächen. Das erwarte ich von unserer Regierung, dass sie endlich mal diplomatische Beziehungen aufnimmt, nicht immer nur hetzt und die Menschen gegeneinander aufhetzt. Alte preußische Tradition mit Russland immer gemacht hat, in schlimmsten Zeiten die Hand zum Frieden reichen. Barışı temsilen dağıtıyor ve barıştan yana olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Wir haben hier 2000 Rosen besorgt, um den Panzer zu beschmücken, damit endlich unsere Regierung miteinander verhandelt und mit den anderen. Nicht immer nur Waffen liefern, sondern auch, dass man mal diplomatische Beziehungen hat und nicht alles immer Kampf. Das ist das Allerwichtigste. Man muss miteinander reden. Und wir sind keine Feinde. Weder gegen die Ukraine noch gegen die Russen. Wir sind Freunde. Das haben wir 30 Jahre aufgebaut. Mit so einem Blumenpanzer kann man nicht mehr schießen. Ja, gesagt. Und deswegen war das so ein wunderschönes Zeichen, dass Alexander und Aybek Effendi mit all den damaligen Herrschaften von der Kaiserlich-Osmanischen Gesellschaft, die in Berlin waren, weil wir am Abend davor eine gemeinsame Veranstaltung hatten, und kann mich nur der Freude anschließen, dass du hier heute Abend bei uns bist, Alexander. Wenn ich an den schon viel beschriebenen und genannten Fürst Otto Alexander von Bismarck denke, Alexander, da kann ich mir einen kleinen Blick auf die Geschichte nicht ganz verkneifen, denn dass du auf preußischer und auf deutscher Erde zur Welt gekommen bist, hast du natürlich deinem Großonkel zu verdanken. Das war einer seiner ganz großen ersten Heldentaten, in dem Zweiten Dänischen Krieg dafür zu sorgen, dass Schleswig-Holstein wieder zu Preußen und damit ins Deutsche Reich kommt. Deswegen bist du das geworden, was du bist. Du hattest einen großen Vorfahrt auch schon in deiner Heimat. Wenn ich an die heutige Zeit denke, in der Vorbereitung habe ich aus Versehen mal vor kurzem Fernsehen geguckt. Und da ist natürlich auf Türkisch vorgetragen, was der Herr Staatspräsident zu sagen hatte, habe ich nicht so ganz richtig aufgepasst. Und auf einmal hörte ich, dass der Herr Staatspräsident anfängt, Deutsch zu reden. Ich sage, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und er sagte, ich will meine Schlussworte in Deutsch machen. Und wen hat er zitiert? Das habe ich in die ganze Welt geschickt, wunderbarerweise. Und das trifft auch wieder das gemeinsame Gefühl unseres Zusammenlebens, dass wir uns austauschen wollen, obwohl wir unterschiedlicher Herkunft sind, unterschiedliche Religionen sind, hat Staatspräsident in einer Rede vor ungefähr 10 Tagen wen zitiert? Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck mit dem wunderbaren, schönen, herrlichen Zitat.
die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird. Solange ich an die Freundschaft zwischen den Türken und den Deutschen denke, mache ich mir keine Angst um die Zukunft. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und das ist, was wir täglich hier jedes Mal wieder tun bei unseren Zusammenkünften, uns auszutauschen, unterschiedlich zu diskutieren, konträr zu diskutieren, aber unsere Meinung zu sagen. Und das ist das, was wir uns erhalten müssen. Sage, was du denkst und tue, was du sagst. Das Verhältnis und der Zustand unserer beiden großen Staatsreligionen, Weltreligionen, zwei von den vielen großen Staats- und Weltreligionen, die es gibt, weil mir zu sehr die Politik und die veröffentlichte Meinung in das eingreift, was wir wollen. Den Gedankenaustausch, den gleichberechtigten, auf Augenhöhe befindlichen Gedankenaustausch, auch unsere Kulturen und unsere Religionen voneinander zuzuhören und zu lernen. Und es kann nicht sein, dass durch Dinge, die Fürst Alexander schon beschrieben hat, dass wir an vielen Orten Kriege haben und jetzt auch in Israel, in Palästina, im arabischen Raum oder im Vorderen Orient, wie man das früher sagte, kann es nicht sein, dass unsere Medien, unsere veröffentlichte Meinung und auch unsere Politik anfängt, die Religionen mit der Politik zu verbinden. Und ich denke da an das wunderbare, schöne, herrliche Wort von Friedrich dem Großen. Es gibt keine schlechten Religionen, nur Menschen, die sie ausüben. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich hier sein durfte und ein paar Worte sagen durfte.